Big Data, Great Life. Es gibt diesen unglaublich schönen Supermarkt in den USA, wo keine Verkäufer mehr arbeiten, niemand an der Kasse. Und es gab diese wunderbare Geschichte, dass die Frau zur Kasse geht und scannt ihre ganzen Sachen ein. Und als sie fertig ist, sagt die Kasse zu ihr: Herzlichen Glückwunsch, Sie sind schwanger. Relativ schwierige Geschichte, sie soll wohl wahr sein. Und wir gucken heute mal nicht in die Kassensysteme, sondern ich komme aus dem Entertainment, ich komme aus der Musik. Und wir gucken, kann dieses Thema Big Data, wo wir alle so ein bisschen Angst gerade vorhaben, weil wir denken, oh, unsere Daten, Facebook, was passiert da? Wir werden verfolgt jeden Tag von Zalando-Schuhen. Wird es irgendwann zu etwas Gutem? Und da gucken wir einfach mal. Wir müssen nicht wirklich Angst haben. Vielleicht kennen manche den Film. Also das Internet ist jetzt noch nicht so alt. Ich bin älter. 7500 Tage ungefähr. Wir haben in der Zeitgeschichte relativ viel gelernt, was so passiert, zwischenmenschlich. Wir sehen, wenn zum Beispiel wenn das passiert. Wir wissen, dass der Schuh da landet. Wenn er nicht da landen würde, wären wir im Internet. Und deswegen ist es noch ein bisschen schwierig, ich mache mal so. Deswegen ist es, wir sind scared. Because, was passiert damit und die Daten und alles sowas. Jetzt sind wir aber Leute, die sagen, okay, Internet wird vielleicht eventuell das Fernsehen retten. Ich sage mal gleich, warum überhaupt, wer muss denn hier gerettet werden und wie kann das Internet das machen. Ganz kurz mal, ich bin immer halb voll. Und damit meine ich jetzt nicht das Trinken, sondern, deswegen bin ich auch ruhig, ganz ruhig, so viele Leute hier. Nee, das ist klar, es war nicht früher immer alles besser. Was für ein Scheiß. Ja, ständig wird mir, ja, früher war es besser, habe ich in der Werbung gearbeitet. Ach, früher hatten wir die großen Etats, dann komme ich in die Musikindustrie. Ach, früher haben wir richtig Geld verdient. Blödsinn. Es könnte alles viel schöner werden, wir müssen nur anders denken. Und zwar deswegen sage ich drücke hier immer auf den falschen Knopf. So. Morgen wird alles besser. Also wie das werden kann, ist, also Internet wird es, ich vergleiche jetzt mal, also wie soll das Internet in das Fernsehen retten, und darüber rede ich heute, also über dieses ganze Big Data-Thema nehme ich mir den Entertainment-Part und vom Entertainment-Part den Fernseh-Part und sage, okay, wie kann das Pest und Cholera, Fernsehen und Internet? So sieht's aus. Warum ist Fernsehen heute die Pest? 98% der Deutschen sagen, ihre Lieblingsbeschäftigung von allem, was sie tun, ist nicht saufen, nicht vögeln, nee, Fernsehen gucken. Aber ich finde, vielleicht bin ich auch mega intellektuell, ungefähr so seit 10 Jahren sitze ich vor diesem scheiß Gerät und es interessiert mich nicht mehr. Der First Screen in dem Raum ist verkommen zu einem Second und Third Screen. Ich schalte nur noch Fernsehen an, um abzuschalten. Mache ich an, oh schön, kann ich einschlafen, super. Hier, 22:45 Atem IS. Ich muss mich nach dem scheiß Gerät richten? Wie bescheuert ist das denn? Und ich könnte jetzt noch eine halbe Stunde weiter erzählen. Früher, Colt Sievers, alle saßen im Raum, es hat funktioniert. Heute also es interessiert niemanden mehr. War Dallas einfach besser als die Serien heute? Ich glaube nicht, wenn ich mir das so angucke. Ich habe mal Regie studiert naja, ist egal. Es funktioniert nicht mehr. Und es liegt nicht an denen, es liegt an uns. Wir sind gerne Couch Potatoes. Ich klotze wirklich gerne. Aber es funktioniert nicht mehr. Und wenn wir jetzt sagen, Glas halb voll, nehmen wir uns einfach mal, was funktioniert denn? Also wir maulen jetzt nicht weiter rum, sondern wir sagen, was funktioniert am Fernsehen? Die Einfachheit. Es ist so schön einfach. Nehmen wir mal, also wir wollen ja Internet rettet Fernsehen, nehmen wir mal die Einfachheit und tun es zur Seite und sagen, okay, das haben wir schon mal. Das zweite ist Internet, haben wir ja gesagt, Cholera. Warum denke ich, dass das Internet Cholera wird? Mir hilft es ja gerade, eventuell sehr reich zu werden. Ich bin völlig überfordert. Was da alles so passiert im Internet und was das Internet mit mir tut und diese Datenmenge, die auf mich einprasselt, überfordert mich völlig. Und es ist ja nicht nur im Internet so, sondern es ist überall so. Ja? Vor 10 Jahren bin ich noch in ein Café gegangen und habe gesagt, ich hätte gerne eine Tasse Kaffee. Und dann hat die gesagt, Kännchen nur draußen oder Tasse Kaffee, können wir sich setzen, fertig, Bohnenkaffee, toll. Heute passiert Folgendes, ich gehe morgens in den Coffeeshop, Double Shot, Mocha, Cookie, Crumble, Frappuccino, Fat Fry, Soja, Frozen Vanilla. Und da sagt die nicht zu mir, sag mal, alles noch klar? Nee, die sagt, to go.
Okay, what the fuck? Was ist da passiert? Sind wir bescheuert oder ist Starbucks bescheuert? Individualisierung, Globalisierung, Digitalisierung, Individualisierung. Wir sind heute jeder anders und dann auch irgendwie wieder gleich. Jedenfalls war es früher sehr einfach, einen Musiksender zu machen. Da haben wir nämlich 2 Bands gehabt, Stones und Beatles, fertig. 80% der Leute, hoch individualisiert. Und da robben wir uns so langsam ran, wo ich hin will. Individualisierung, weil so sieht es heute aus. Wir haben also bei uns 45.000 Musikvideos, mega viele Bands und alles ist irgendwie interessant und alle wollen interessant sein. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir machen jetzt Folgendes, diese ganze Datenflut, wir machen einfach Multitasking. Damit haben wir das Problem eigentlich gelöst. Also nicht wir Männer, aber die Frauen auf alle Fälle, die können das nämlich. Ja? Bullshit. Es gibt eine Studie darüber, dass beim Multitasking, wenn man es aktiv anwendet, der IQ um 10% sinkt. In dem Moment. Ich kenne viele Frauen, da ist es nicht so schlimm, das ist immer noch bei 130 dann, aber bei mir ist dann 80 wahrscheinlich. Und damit kann ich nicht mehr eine Firma führen. Also ist dieses, ach so, und es hat den gleichen Effekt wie richtig ein Durchziehen. Öfter mal Multitasking machen. Quatsch. Also zweite Lösung im Internet mit den ganzen Daten, also eine Datendiät wäre schön. Ja, wir machen jetzt Folgendes, Montag E-Mails lesen, Dienstag alles löschen, Mittwoch wieder lesen. Funktioniert auch nicht, habe ich probiert, kommen immer relativ viele Leute und sagen, was ist mit meiner E-Mail? Aber in dem Wort Diät steckt schon was drin. Da steckt was ganz Schlechtes drin, wir kennen das, davon leben Frauenzeitschriften. Und es steckt was Gutes da drin, eine Reduktion. Und da sind wir eigentlich an dem Kern, bevor wir hier völlig durchdrehen. Ich habe auch gehört, dass im Vortrag soll unbedingt das Wort Diät sein und Burnout. Das sind die meist benutztesten Wörter. Ich fand es gut, weil es ist wirklich so. Ich drehe mit den ganzen Apps und so weiter. Wir sind ja jetzt wirklich, ich bin ja so gezwungen in so eine Digital Native Rolle. Irgendwann drehen wir durch und wir brauchen hier irgendeine Diät. Und die Diät könnte sein Kuration. Und um es noch weiter zu treiben, mich interessiert eigentlich nicht so eine großflächige Kuration. Also wenn wir das Einfachheit vom Fernsehen nehmen und die Intelligenz vom Netz, ja, und dann machen wir Folgendes, wir verbinden quasi diese beiden, dann haben wir mit einer Personal Curation die unglaubliche Chance, Fernsehen aus dieser Langeweile herauszuholen und etwas zu schaffen, was uns wirklich wieder interessiert. Nämlich, das Ads einfach umzudrehen und zu sagen, warum findet denn mein Content nicht mich? Warum muss ich denn, bloß weil YouTube jetzt das schlau war, das mal anzuschalten, immer alles wissen, Entertainment funktioniert so, hinsetzen, anschalten, glotzen. Nur das Problem ist, es kam dann nichts mehr, was mich interessiert hat. Und nicht nur mich, sondern alle anderen Menschen auch. Oder die müssen sich danach richten. Weil wie wäre es denn, wenn man sich hinsetzt und immer dann, egal auf welchem Device, egal mit welchen Leuten, kommt das, was einen interessiert. Und wenn man auch nur abschalten will, oder man will sich weiterbilden, oder man will was Interessantes sehen. Und zwar geht es nicht um den richtigen Content, es geht um dieses Gefühl. Also die Frau ist der User und der Bär ist der Content. Dieses warme Gefühl. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Millionen von Deutschen sind in diesen Film gegangen, wo das Boot untergegangen ist. Jeder wusste, was passiert. Das ist Untergang, alle sind tot. Trotzdem gucken sich den an, weil Entertainment funktioniert. Man weiß so ungefähr, was man für sich einlässt und dann will man überrascht werden. Aber man sitzt doch im Kino und denkt, oh geil, geiler Sound, alles super. Ich glotze gerne und damit funktioniert es wieder. Wir müssen nur bedenken, dass wir jetzt 3 Interneten haben. Das ist die Mehrzahl im Deutschen, das ist ein bisschen schwierig. Die verbindet quasi unser bisheriges Usage des Netzes, also Internet verändert nicht nur die Welt, sondern auch gucken. Das heißt, on demand, also manchmal weiß man schon, geht mal auf TED.com, sieht den Vortrag und sucht, aber so ehrlich, die Website, Entschuldigung, kann die mir mal was empfehlen, was mich auch interessiert? Ich meine, kann das nicht irgendwie, die kennt mich doch, ich gebe doch Big Data-mäßig hier seit 5 Jahren alles in dieses Netz, kann nicht irgendjemand mal, ich mache an und dann kommen 3 Vorträge, die werden kuratiert für mich. Und deswegen verbinden wir Suchen, Kommunikation, Social Curation. Also jetzt nicht mehr 1 Million Leute fanden lustig, dass die Katze vom Baum fällt, sondern meine 10 Freunde finden witzig und empfehlen mir das. Und jetzt kommt das Dritte, und den Schuss haben viele noch gar nicht gehört, jetzt kommt das Entertainment-Netz. Die großen Networks merken es langsam und gehen, Netflix kommt nach Europa, wie Wendy startet. Entertainment kommt ins Netz mit Datengeschwindigkeiten, die bisher nicht möglich waren. Ich habe es gerade gehört, Yo-Yo-Bytes, hört sich ein bisschen wie Diät an. Wenn wir das verbinden miteinander, dann haben wir die Chance, dass in dieser Scheißglotze endlich mal was kommt, was einen interessiert.
Und das funktioniert so, dass wir kuratieren bei allen Likes, dem Social Footprint, also Social Word und Smartest Editors, Mensch-Maschine-Systeme. Kassensystem, wenn da eine Kassiererin gesessen hätte und die hätte gesehen, dass es ein Typ ist, der für seine Freundin einkauft, hätte sie nicht gesagt, herzlichen Glückwunsch, Sie sind schwanger. Und generell muss man das Konzept überdenken, dass man im Supermarkt erfährt, dass man schwanger ist. Aber die Idee ist, dass hinter dem Screen die Arbeit gemacht wird und nicht vor. Ich will ja nur entertained werden, manchmal weiß man, was man will, aber wir liefern den Soundtrack für diesen Moment. Okay, look. Do you see this? This detects what you're craving and makes it for you. Und das ist die Zukunft. Die wusste nicht mal, dass sie einen Pfannkuchen will, obwohl wir in Berlin sind. Es war nur in ihr. Damit sind wir wieder bei der Macht und dem großartigen Vortrag. Darum geht's. Man muss nicht immer alles wissen, sondern man muss es nur fühlen. Und dann werden wir es liefern. Dass das so ein bisschen scared ist, okay, Big Data, aber lasst uns einfach mal diese Chance nehmen und um den ganzen anderen Kram mit Datensicherheit und so weiter muss sich auch gekümmert werden. Aber wir haben die Chance, dass es besser wird, denn on and always awesome. Das ist die eigentliche Idee und dann ist der Job auch gemacht.